Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese lässige und unkomplizierte Jacke mit mir zu häkeln. Den oberen Teil habe ich quer in einem Stück gehäkelt. Mit der unteren Borte könnt ihr die endgültige Länge für eure Jacke wunderbar selbst bestimmen. Mit Hilfe einer Tuchnadel kann die Jacke auf verschiedene Arten getragen werden. Richtwerte zum Materialverbrauch findet ihr wie immer im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende die Cotton Kings Sultan Deluxe und ich häkle mit 2 Bobbeln gleichzeitig. Ich nehme den Faden doppelt und ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 4 und danach steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Wir häkeln zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Diese beiden Fäden überspringen wir und in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen holen wir den Faden durch. Wir ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Und wir müssen darauf achten, dass dieser Anschlag nicht zu locker wird. Wir haben jetzt 4 Maschen gehäkelt. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Und ich mache diese Kette circa 55 cm lang. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche für das Muster. Also ein Vielfaches von 4 plus eine Masche und circa 55 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ungedehnt gemessen, jetzt circa 56 cm lang. Es kommt hier nicht auf einen Zentimeter mehr oder weniger an. Wichtig ist, dass die Maschenzahl ein Vielfaches von 4 ist, plus eine Masche. Bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel 85 feste Maschen gemacht. Die Zahl kann bei euch anders sein. 84 ist zum Beispiel ein Vielfaches von 4 plus eine Masche, deshalb bei mir 85. Aber wie gesagt, die Maschenzahl kann bei euch anders sein. Und wichtig ist, dass ihr die Kette ungedehnt messt. Und jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind.
und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 5 um, also eine Nummer mehr. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und wir häkeln sofort in den ersten Maschenkopf ein Stäbchen. Dann lassen wir eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche häkeln und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe müssen 2 Maschenköpfe übrig bleiben. Wir lassen eine Masche aus und in die letzte Masche häkeln wir nur ein Stäbchen. Das ist wichtig. Am Ende der Reihe immer nur ein Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln sofort in den ersten Maschenkopf ein zweites Stäbchen. Das heißt, am Anfang der Reihe haben wir 2 Stäbchen in einer Masche. Am Ende der Reihe nur ein Stäbchen. Dann lassen wir eine Masche aus und häkeln wieder in jede zweite Masche 2 Stäbchen in eine Masche. Das erste Stäbchen dieser Zweiergruppe lassen wir aus und ins zweite Stäbchen der Zweiergruppe aus der Vorreihe häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und wir häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Hier nicht 2 Stäbchen häkeln, nur eins. Wir wenden die Arbeit, ich zeige euch die Reihe noch einmal. Es ist im Moment immer dieselbe Reihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen sofort in den ersten Maschenkopf. Und dann immer eine Masche auslassen und 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Die Gruppen neigen sich also immer nach links, wenn wir die Arbeit so betrachten. Und deshalb ist am Ende der Reihe nur ein Stäbchen, das ist wichtig. Und am Anfang der Reihe 2 Stäbchen in eine Masche. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und ihr seht, die neue Zweiergruppe befindet sich immer im zweiten Stäbchen der Zweiergruppe aus der Vorreihe. Am Ende bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig und wir häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir häkeln diese Blende, bis sie eine bestimmte Breite hat. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wir häkeln eine ungerade Anzahl an Reihen, immer dieselbe Musterreihe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Blende hat für die Größe 40x42 circa 10 cm reicht. Ich habe eine ungerade Anzahl an Musterreihen gehäkelt. Das heißt, der Anfangsfaden hängt rechts unten. Und jetzt häkeln wir zunächst eine Reihe Stäbchen. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln in jede vorhandene Masche ein Stäbchen.
und es muss dabei dieselbe Anzahl herauskommen, wie ihr feste Maschen angeschlagen habt. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, das letzte Stäbchen immer in die dritte Luftmasche häkeln. Wir wenden die Arbeit und wir verändern das Muster. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir sofort in den ersten Maschenkopf 2 Stäbchen noch dazu. Das heißt, wir haben 3 Stäbchen in einer Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und in jede dritte Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. 2 Maschen auslassen und 3 Stäbchen in eine Masche häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben 2 normale Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig und wir überspringen 2 Maschen und wir häkeln in die dritte Luftmasche nur ein Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln in den ersten Maschenkopf noch 2 Stäbchen. Wir lassen 2 Maschen aus und immer auf das dritte Stäbchen der Vorreihe häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln eine Dreiergruppe. Und es ist immer das dritte Stäbchen der Dreiergruppe aus der Vorreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe überspringen wir die 2 normalen Stäbchen und häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir häkeln jetzt circa 20 bis 21 cm in diesem neuen Muster dran und wir häkeln eine gerade Anzahl an Reihen. Und diese 20 bis 21 cm sind für alle Größen gleich. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ab dieser Stäbchenreihe circa 20 cm dran gehäkelt und ich habe eine gerade Anzahl Musterreihen mit diesen Dreiergruppen gehäkelt. Das ist wichtig. Und wir haben folgende Situation. Der Anfangsfaden hängt rechts unten und die Häkelnadel befindet sich auf der linken Seite. Hier habe ich das Armloch markiert. Ich habe für mich ungefähr 22 cm markiert. Ich habe den Maschenmarkierer in die Lücke gegeben. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und ihr markiert jetzt euer Armloch und dann wenden wir die Arbeit und ich häkle jetzt Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Wir häkeln zuerst unser Randstäbchen, damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe Stäbchen gehäkelt bis zum Maschenmarkierer. Wie gesagt, er befindet sich in der Lücke. Und jetzt schaut ihr, wie viele Gruppen hier übrig sind. Und ihr braucht pro Gruppe 3 Luftmaschen. Bei mir sind es zum Beispiel 11 Gruppen, das heißt, ich brauche 33 Luftmaschen und da die Luftmaschenkette nicht dehnbar ist,
müssen diese Luftmaschen locker gehäkelt werden. Und wenn ich meine Anzahl Luftmaschen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe pro Gruppe 3 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt brauchen wir noch 2 Luftmaschen zum Wenden. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen das erste Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Somit haben wir ein Ersatzstäbchen und ein Stäbchen gehäkelt. Und es müssen sich bis zum Rand oder bis zum Maschenmarkierer wieder dieselbe Anzahl Stäbchen ergeben, also 3 Stäbchen pro Gruppe, bei mir zum Beispiel 33 Stäbchen. Und das machen wir bis zum Maschenmarkierer und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen sein. Und jetzt häkeln wir die Reihe zu Ende. Wir häkeln wieder in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und insgesamt muss dieselbe Anzahl an Stäbchen herauskommen, wie wir ursprünglich angeschlagen haben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ganz wichtig, zählt die Stäbchen nach. Es müssen gleich viele Stäbchen sein, wie wir ursprünglich Maschen angeschlagen haben. Und wir wenden die Arbeit und jetzt häkeln wir wieder in diesem Dreiermuster. Wir starten mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die allererste Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln in jede dritte Masche 3 Stäbchen, 2 auslassen und in jede dritte Masche 3 Stäbchen häkeln. Und es müssen sich genau gleich viele Gruppen ergeben wie beim Vorderteil. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe müssen 2 normale Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig bleiben und wir überspringen 2 Maschen und am Ende der Reihe häkeln wir nur ein Stäbchen. Es ist dasselbe Muster wie vor dem Armloch. Wir wenden die Arbeit und am Anfang der Reihe haben wir immer 3 Stäbchen in eine Masche und dann immer 3 Stäbchen ins dritte Stäbchen der Dreiergruppe und am Ende der Reihe, wie gesagt, immer nur ein Stäbchen. Also dasselbe Muster wie hier. Und dieser Teil, den wir jetzt häkeln, ist das Rückenteil und den messen wir ab dem Armloch und ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Rückenteil hat die benötigte Breite erreicht. Ich habe eine gerade Anzahl an Musterreihen gehäkelt, ab der Stäbchenreihe gezählt. Inklusive Stäbchenreihe ist es eine ungerade Anzahl. Ich habe auf derselben Seite wie das erste Armloch das zweite Armloch markiert. Ich habe dieselbe Anzahl Gruppen markiert und den Maschenmarkierer zwischen die Gruppen in die Lücke gegeben. Und jetzt wenden wir die Arbeit und wir häkeln bis zum Maschenmarkierer einfach Stäbchen.
Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, bis wir beim Maschenmarkierer ankommen, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Maschenmarkierer angekommen und jetzt brauchen wir wieder pro Gruppe 3 Luftmaschen und denkt daran, die Luftmaschen locker zu häkeln. Und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe pro Gruppe 3 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt brauchen wir noch 2 Luftmaschen zum Wenden. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln das erste Stäbchen in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen. Somit haben wir ein Ersatzstäbchen und ein Stäbchen gehäkelt. Und wir häkeln in jede vorhandene Masche ein Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und insgesamt muss dieselbe Anzahl herauskommen, wie ihr Maschen angeschlagen habt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe Stäbchen gehäkelt, ganz wichtig, hier müsst ihr gleich viele Stäbchen haben wie auf dieser Seite und insgesamt müsst ihr immer wieder auf dieselbe Maschenzahl kommen, die ihr ursprünglich angeschlagen habt. Und jetzt häkeln wir wieder weiter im Muster mit den Dreiergruppen. Und zwar schaut ihr, wie viele Reihen ihr hier beim ersten Vorderteil gehäkelt habt in diesem Muster mit den Dreiergruppen. Und ihr häkelt genau dieselbe Anzahl Reihen wie beim ersten Vorderteil im Muster mit den Dreiergruppen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine gerade Anzahl an Musterreihen gehäkelt, gleich viele Musterreihen wie beim ersten Vorderteil und wir haben folgende Situation. Die Armlöcher sind rechts, die Häkelnadel befindet sich links und jetzt häkeln wir eine Rückreihe mit Stäbchen und dabei muss wieder die ursprüngliche Maschenzahl herauskommen. Einfach in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe Stäbchen gehäkelt. Wie gesagt, es ist immer wieder dieselbe Maschenzahl, die wir am Anfang angeschlagen haben. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgt die zweite Blende. Die funktioniert genau gleich wie die Blende am Anfang. Wir häkeln wieder in dem Muster mit den Zweiergrüppchen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die erste Masche, sodass 2 Stäbchen in einer Masche sind. Und dann häkeln wir in jede zweite Masche 2 Stäbchen, eine Masche auslassen, 2 Stäbchen in eine Masche häkeln und am Ende der Reihe wieder nur ein Stäbchen häkeln. Es ist im Prinzip das gleiche Muster wie bei den Dreiergruppen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wie gesagt, die Reihe endet mit einem Stäbchen. Wir wenden die Arbeit und diese Reihe wird nun wiederholt. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in den ersten Maschenkopf und dann immer auf jedes zweite Stäbchen
wieder 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Es ist das Blendenmuster, das wir am Anfang gemacht haben. Und jetzt schaut ihr, wie viele Reihen ihr hier gemacht habt, ganz am Anfang, wie viele Musterreihen, und macht dieselbe Anzahl Reihen. Es ist eine ungerade Anzahl Musterreihen, und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine ungerade Anzahl Musterreihen mit den Zweiergruppen gehäkelt. Wir haben wieder die gleiche Ausgangsposition. Rechts ist das Armloch, links befindet sich die Häkelnadel, und jetzt geben wir hier zwischendurch einen Maschenmarkierer hinein zur Absicherung, denn jetzt müssen wir zuerst die Schulternähte schließen, bevor wir weiter häkeln. Wir befinden uns im Moment auf der schönen Seite der Jacke, und jetzt klappt ihr euch die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird, sodass die schöne Seite innen ist. Und jetzt fixieren wir die Schulternähte. Wir müssen hier ein Stück für den Ausschnitt offen lassen. Und zwar müssen wir hier ein Stück offen lassen für den Halsausschnitt, und zwar ungefähr 16 bis 17 cm. Und jetzt müsst ihr schauen, wie viel ihr schließen müsst. Ich würde es ungefähr mit Klammern fixieren, dann nachmessen, und ihr müsst schauen, dass ihr auf beiden Seiten genau gleich viele Reihen der Schulternaht schließt. Also zunächst einfach einmal ungefähr fixieren und dann nachmessen. 16 bis 17 cm müssen offen bleiben, und dann schaut ihr, dass auf beiden Seiten gleich viele Reihen geschlossen werden. Und wie das gemacht wird, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau das ausgemessen und hier genau gezählt. Auf beiden Seiten müssen es gleich viele Reihen sein, die wir schließen. Und ich nehme für die Schulternaht die nächsten 2 Bobbel. Ich stehe ganz am Rand durch beide Teile durch. Ich hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche noch einmal durch beide Teile durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche, und dann häkle ich pro Reihe 2 feste Maschen. Ich häkle über den Faden drüber, dann ist der schon versorgt, und wir schließen die Naht bis zu dieser Klammer, inklusive Klammer, und hier müsst ihr schauen, dass das gewünschte Maß offen bleibt. Und wie gesagt, auf der anderen Seite genau gleich viele Reihen schließen und ebenfalls von außen nach innen die Naht schließen. Und wenn ihr beide Schulternähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen und die Jacke so umgedreht, dass die Nähte jetzt innen sind. Und jetzt häkeln wir an der unteren Kante weiter. Wir haben die Masche ja mit einem Maschenmarkierer fixiert, und jetzt können wir hier weiter häkeln am unteren Rand. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in die erste Lücke nur ein Stäbchen, sodass wir 2 Stäbchen haben. Dann häkeln wir um jedes Randstäbchen herum
2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze untere Kante entlang. Pro Stäbchenreihe 2 Stäbchen. Und auf der anderen Seite sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In die letzte Lücke häkle ich zunächst 2 Stäbchen. Und da wir für das Muster eine ungerade Maschenzahl brauchen, häkle ich ganz am Rand noch ein Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln in dem Muster mit den Zweiergruppen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln sofort ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche und dann häkeln wir wieder auf jedes zweite Stäbchen 2 Stäbchen in eine Masche und nicht vergessen, am Ende der Reihe nur ein Stäbchen häkeln. Es ist dasselbe Muster, das wir schon bei den Blenden gehäkelt haben. Und jetzt häkelt ihr dieselbe Reihe so oft, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir machen eine ungerade Anzahl an Musterreihen. Und falls die ersten beiden Bobbel aufgebraucht werden, würde ich hier mit derselben Farbe weitermachen, mit der ich aufgehört habe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe hier eine ungerade Anzahl an Reihen gehäkelt. Das heißt, wir befinden uns auf der schönen Seite. Das erkennt ihr auch an der Schulternaht. Und jetzt häkeln wir an der vorderen Kante weiter. Ich häkle zuerst eine Luftmasche und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen bis zum oberen Rand der Borte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier an der vorderen Blende häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche und ich steche hier tief ein. Ich verwende nicht nur den obersten Faden, sondern steche tief ein und häkle in jede vorhandene Einstichstelle eine feste Masche. Und beim Halsrand sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Halsrand angekommen und damit wir gut um die Ecke kommen, häkle ich in die letzte Masche 3 feste Maschen in eine Masche und ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Und den ganzen Halsrand entlang häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen und hier habe ich 2 feste Maschen gehäkelt und in den nächsten Maschenkopf häkle ich wieder 3 feste Maschen in eine Masche und dann häkeln wir wieder die vordere Kante hinunter und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am unteren Rand der Jacke angekommen und hier habe ich ebenfalls 2 feste Maschen um die Randstäbchen gemacht. Dann häkle ich wieder 3 feste Maschen in den nächsten Maschenkopf und dann häkeln wir die untere Kante hinüber, auch hier in jede Masche eine feste Masche
und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. In die letzte vorhandene Einstichstelle häkle ich ebenfalls 3 feste Maschen in eine Masche und dann schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde mit einer Kettmasche. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt dran gehäkelt und ich habe ihn nach unten hin schmaler werden lassen und ich habe den Ärmel im Blendenmuster gehäkelt, in dem Muster mit den Zweiergruppen, und wir häkeln jetzt den zweiten Ärmel gemeinsam und wir beginnen immer unter dem Arm und ich steche hier neben diesem Querstäbchen in die erste Lücke ein, also nicht in eine Masche, sondern in die Lücke. Ich verknote den Faden und ich hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und dann noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist unsere erste Zweiergruppe und bei dieser Luftmaschenkante hier, da lasse ich immer 2 Stäbchen aus und häkle in die Lücke eine Zweiergruppe. 2 auslassen, eine Zweiergruppe häkeln und das machen wir bis zur Schulternaht und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulternaht angekommen und jetzt müsst ihr schauen, wie viele Zweiergruppen sich hier ergeben haben, damit wir auf der anderen Seite der Schulternaht gleich viele Gruppen häkeln können, wobei die letzte Gruppe dann nur aus einem Stäbchen besteht. Ich habe zum Beispiel die letzte Gruppe direkt vor der Schulternaht gehäkelt und jetzt lasse ich hier ein Stäbchen aus und springe drüber und häkle 2 Stäbchen in eine Masche und hier müssen wir immer nur eine Masche auslassen und in jede zweite Masche häkeln wir eine Zweiergruppe und wie gesagt, es müssen auf beiden Seiten gleich viele Gruppen sein und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auf dieser Seite ebenfalls dieselbe Anzahl Gruppen gehäkelt, wobei dieses einzelne Stäbchen am Ende ebenfalls als Gruppe zählt. Und wir wenden die Arbeit und ich mache jetzt eine Zeit lang in jeder Reihe Abnahmen, bis der Ärmel so schmal ist, wie wir ihn brauchen, und dann das letzte Stück häkeln wir dann gerade hinunter. Und die Abnahmen machen wir so: Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und im Normalfall würden wir jetzt hier ein zweites Stäbchen häkeln, das machen wir nicht. Wir lassen eine Masche aus und häkeln in das zweite Stäbchen ein Stäbchen. Das ist sozusagen unsere erste Zweiergruppe. Wir haben dann eine Zweiergruppe weniger pro Reihe. Dann lassen wir wie gewohnt eine Masche aus und häkeln in jedes zweite Stäbchen eine Zweiergruppe bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet wie gewohnt. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche.
und wir wenden die Arbeit. Und ich zeige euch die Reihe noch einmal. Es ist immer dieselbe Reihe, bis der Ärmel schmal genug ist. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen in das zweite Stäbchen der Zweiergruppe. Das ist quasi unsere erste Zweiergruppe. Damit haben wir eine Gruppe pro Reihe weniger. Dann häkeln wir wie gewohnt in jedes zweite Stäbchen 2 Stäbchen bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir hier dieses auf dem Kopf stehende Dreieck und wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Auf diese Weise wird der Ärmel relativ rasch schmaler und wie gesagt, wir wiederholen diese Reihe, bis der Ärmel schmal genug ist und ich würde als Maß ungefähr hier messen, knapp unter dem Ellenbogen. Schmaler würde ich den Ärmel nicht machen. Und wenn ihr dieses Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder und das letzte Stück häkeln wir dann gerade hinunter, aber das zeige ich euch dann noch einmal. Willkommen zurück, mein Ärmel hat die gewünschte Breite erreicht. Jetzt häkle ich das letzte Stück gerade hinunter und das bedeutet, wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln sofort in den ersten Maschenkopf wieder unser zweites Stäbchen und dann häkeln wir in jedes zweite Stäbchen der Gruppe aus der Vorreihe wieder eine Zweiergruppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet wie gewohnt mit einem einzelnen Stäbchen in die dritte Luftmasche und wir wenden die Arbeit und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln sofort in den ersten Maschenkopf das zweite Stäbchen. Auf diese Weise bleibt nun die Anzahl der Gruppen immer gleich und wir häkeln insgesamt eine gerade Anzahl an Reihen, also von Anfang an gezählt, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber die tatsächliche Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die benötigte Länge erreicht. Ich habe insgesamt eine gerade Anzahl Reihen gemacht. Das heißt, wir befinden uns auf der schönen Seite. Jetzt häkle ich eine Reihe feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche. Und dann häkle ich in jedes vorhandene Stäbchen eine feste Masche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe fester Maschen gehäkelt und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und ich häkle zuerst eine Luftmasche und häkle möglichst weit am Rand die erste feste Masche und ich häkle um die Randstäbchen herum jeweils 3 feste Maschen. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Reihen genau zusammenpassen und immer
3 feste Maschen um die Randstäbchen häkeln. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, häkelt ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser wunderschönen Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.